Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Relikte der Vergangenheit. Heute ist Tag 2 von unserer Reise nach Bastogne. Allerdings sind wir heute nicht mehr in Bastogne, sondern wir sind in Manet. Manet, Leute, wir sind in Manet. Und ihr habt es gerade schon gesehen und ihr hört es wahrscheinlich auch im Hintergrund. Hier geht richtig die Post ab. Es ist ein bisschen zu vergleichen mit der Aktion im D-Day, außer dass es nicht auf 100 Kilometer Strandabschnitt aufgeteilt ist, sondern es findet alles in 2 Orten statt. Einmal in Bastogne, wo wir gestern waren, mit der offiziellen Zeremonie, und hier in Manet. Und in Manet ist tatsächlich das Camp der Alliierten und da werden wir jetzt hingehen. Und ich habe schon gesehen, da stehen schon die ersten Panzer rum, da ist ein komplettes Camp aufgebaut. Und ja, ihr seht es, ich musste mich ein bisschen wärmer anziehen als gestern, weil es noch viel, viel kälter ist. Und wir gehen jetzt mal dahin, wo die Luzi abgeht. Also bis gleich und viel Spaß. So Leute, hier geht das ab. Da vorne ist das Camp, da vorne sind die Panzer. Und wir sind hier auf dem originalen Schlachtfeld von der damaligen Zeit. Und mit dabei, ihr habt ihn gerade schon gesehen, der Italian Stallion, der Tim und Mr. Camera Falk. Genau, also von daher Amazing War Stories haben wir heute auch, glaube ich, oder? Yes. So Leute, es ist richtig, richtig kalt und normalerweise, ich trage die Handschuhe, die brauchen wir heute, ne? So, meine Freunde. Der fahren an. Ja, frag ihn mal, wo er ist. So, und hier beginnt das amerikanische Camp. Die übernachten wirklich hier die 3 Tage, Leute, und stellen das komplett nach. Originales Reenactment, originale Fahrzeuge aus der damaligen Zeit. Alles aufgebaut, wie es damals war. Und natürlich auch für die VIPs gibt es das Zelt. Mal gucken, wen wir heute noch so wieder treffen. Da bin ich echt mal gespannt. So, Kübelwagen. Aber das meiste sind Abi-Karren hier. Und da vorne fährt ein Chaffee, könnte das sein? Ich kann es von hier aus nicht erkennen. Und der Sherman, der weiße Fury. Unglaublich. Mega. Und ich muss echt aufpassen, dass ich nicht irgendwie rumgleite. So, vielleicht kriegen wir es noch hin, dass wir den Fury von nahem sehen. Ja, da kommt man nah dran, Leute. Das ist ja wunderbar. Ganz nach vorne für euch. Schaut mal hier, unwegsames Gelände. Und da ist er. Ganz, ganz nah. Mega gut, der kommt direkt auf uns zu. Crazy. Da steht er, Leute. Direkt in front of us. So, ich glaube, wir gehen einmal kurz rüber. Der gibt uns noch die Gelegenheit. Wow. Und jetzt sind wir ganz nah dran. Und auch auf der sicheren Seite, weil hier sind ein paar Leute mehr. Schaut euch das mal an. So crazy. In Wintertarn angemalt. 2 Brownings oben drauf. Vorne das Bug-MG. Und das müsste ein Chaffee da hinten sein. Genau, kann ich es aber nicht sagen. Da vorne ist der Tim und der Falk. Also, der gibt Gas.
Leute, und ich zeige euch mal sogenannte Foxholes. Die sind hier allerdings mit einem Bagger ausgegraben worden. Das waren die sogenannten Schützenlöcher der Amerikaner, sogenannte Foxholes. Die waren normalerweise mindestens mal so tief wie der Soldat selber, plus einige Zentimeter, weil je nach Winkel konnten die Schrapnelle, die aus den Bäumen kamen, trotzdem die Soldaten dann am Kopf treffen. So, und da bin ich mal gespannt, ob wir das heute erleben dürfen, wie die hier durchfahren. Das wäre natürlich super geil. So, das ist sicherlich eines der Highlights für die ganzen Leute hier. Natürlich auch schon fotografiert. Mega. Wird Reenactment durchgeführt, das gucken wir uns auch gleich an. Und der zweite Panzer kommt. Oh, der ist schneller, guck mal. Da müsste ein Chaffee sein. Rom! Mega nice. So, Rom von Military Machine ist oben drin, natürlich im Turm. Und der durfte schön hier mitfahren. Nice. Ja, ist schon cool, dass man mittlerweile so einen gewissen Kreis von Leuten kennt. So nice. So, was für ein Bild, oder? Ein Hund. Oh, der Turm dreht sich, Leute. Schaut euch das mal an. Ist auch selten, dass man das sieht. Und da seht ihr mal, wie schnell bzw. wie langsam sich so ein Turm dreht. Schon gut. So, da vorne werden die Granaten aufgesetzt zum Nachladen bzw. hier natürlich zum Zeigen, wie so Granaten aussehen. Das sind komplette Shells, bedeutet vorne ist der Sprengkopf, also die Granate selbst drin. Gab es natürlich verschiedene und hinten die Treibladung. Und der Vorteil ist, dass man nicht getrennt laden muss wie bei Artillerie, sondern das war immer vorgefertigt. Und das war natürlich zum Beladen und zum Abfeuern sehr, sehr einfach. So, wir überspringen einmal kurz das Hallo sagen mit Rom, der ist gerade beschäftigt, hat wichtige Gespräche, da wollen wir ihm natürlich nicht rein modeln. Ich versuche mal hier gesunden Fußes gerade zu meinem Team zurückzukommen. Boah, aber das ist gar nicht so einfach. Leute. So, und hier schauen wir mal, was wir hier noch so sehen. Ich zeige euch mal mein Point of View. So, hier eine Baracke. Die hat man natürlich damals behelfsmäßig genutzt. Hier eine alte Zünder oder BMW mit Beiwagen. Und hier ist gerade Lagebesprechung, glaube ich. Oh, Leute, schaut mal hier, das sind originale Zustände wie damals. Und hier ist gerade Lagebesprechung, da müssen wir mal leise sein. So for us, hip hip! Hip hip! Hip hip! So, das war die Vorbesprechung für das Reenactment, welches gleich losgeht. Ich kann jetzt auch nicht so laut sprechen. Schaut mal, alles originale Sachen, die anderen. Sogar dreckige Gesichter, die nehmen das auf jeden Fall sehr, sehr ernst.
Guten Morgen, Herr Hoffmann. So, hier haben wir ein deutsches Halbkettenfahrzeug, Sonderkraftfahrzeug 251, SD-Kfz abgekürzt. Könnte Nachbau sein, aber schwierig zu sagen. Weil die Platten haben tatsächlich diese Riefen drin. Das ist eigentlich ein Zeichen. Oh, da sind ganz viele Fahrzeuge. Ich glaube, da gehen wir mal hin. Ich glaube, ich habe meine Mütze gerade abgesetzt. Das sieht schon lustig aus. Oh. Also es kommen leider Leute mit Hunden hin. Und das, ich bin ja Hundebesitzer. Finde ich nicht cool. So, also hier haben wir die deutsche Seite. Unten war ja die alliierte, die amerikanische Seite. Und links SD-Kfz mit einer Pack 38 drauf. Tiger 2 Nachbau müsste das sein. Aus der Entfernung kann ich es aber noch nicht sehen. So, Kommandantur. 116. Panzerdivision Windhund hat unter anderem auch im Hürtgenwald gekämpft. Und da vorne, er hat glaube ich gerade die Pack 38 abgeschossen. Mal gucken, ich glaube er lädt nach. Ja, er lädt nach. Und er stellt sich direkt vor die Kamera. Oh! Das ist krass, Leute. Das ist sehr, sehr krass. Und er stellt sich einfach vors Rohr. Es gibt schon kranke Leute. So, da unten kommt ein Jeep. So, ich glaube, er lädt nochmal nach, so wie es aussieht. Es ist einfach unfassbar laut. Es ist einfach unfassbar laut. Ich erschrecke mich jedes Mal. So. Das ist ein Carrier. Den bin ich damals in der Normandie am D-Day gefahren. Allerdings war der Zustand deutlich schlechter. Boah. Und hier haben wir die Panzerschrecks oben drauf und 4 Bazookas. Oh, schon crazy. Ja, das ist auf jeden Fall Nachbau. Aber trotzdem super. Jetzt höre ich nichts mehr. Oh. Entschuldige bitte. Da war die Kleinen, ja. Entschuldige bitte. Hast du noch eine? Nee, jetzt habe ich keine mehr. Ah, schade. Ich hätte das gerne noch mal von Nahen aufgemacht für den deutschen YouTube-Kanal. Nee, ich habe leider keine mehr. Ah, schade. Jetzt haben wir keine mehr für den Kampf. Ah, ja, okay. Wann geht's denn los? 13 Uhr? Kommt wohl. Alles klar. Perfekt. Mega gut. So, das wäre natürlich richtig cool. Schaut mal hier rein. Richtig geil. Das ist die deutsche Panzerfaust. Dann deutscher Karabiner. MG 43 mit Gurt. Die Kette ist so anzuspannen, dass der obere Kettenstrang auf den mittleren Laufrädern aufliegt, die dort das erste Laufrad nicht berührt. Aber wirklich alles aufs Detail geachtet. Kommen wir auf jeden Fall richtig. So, und unterm Weihnachtsbaum liegt eine Panzerfaust und Munition. Ich weiß gar nicht, wer da gerade schießt. Und hier nochmal den Blick auf das Sonderkraftfahrzeug 251, müsste Strich 22 sein, wegen der Pack 38.
Und hier das Divisionsabzeichen Wind. Und ihr habt ja jetzt so einen kleinen Einblick, was an Lautstärke ist. Und ihr müsst euch vorstellen, auf so einem Schlachtfeld bei den Großen waren ja bis zu 1000 Panzer in Kursk zum Beispiel, oder Ardennen-Offensive waren 1000 Panzer, oder alleine die Artillerie, die dauerhaft geschossen hat. Das ist einfach, kann man sich nicht vorstellen. Also wirklich krass. Ja, ist ein Abbau, da sieht man es. Das ist schon, das Ding ist wirklich bemerkenswert laut. So, die haben sich aufgelöst. Und einige Fahrzeuge sind schon mal vorbereitet. So. Und ich mache euch mal das Lavalier-Mikrofon an, damit ihr nicht mehr so viel Windgeräusche habt. Oh, der Hetzer kommt. So, da kommt er wieder. Und die Dinger sind richtig schnell, haben richtig Kraft. So, meine Freunde, der Hetzer ist im Feld. Und wir gucken mal, dass wir ganz nah für euch drankommen. So, bleibt jetzt stehen. Ich denke, der wird jetzt gleich ein paar Salutschüsse abgeben. Und bringt sich dafür in Stellung. Boah, mein Gott, ist das dort. Ah, schaut mal hier. Für das Reenactment sind schon hier vorne Sprengladungen hingelegt. Also das wird auf jeden Fall ein Spektakel. Das kann ich euch versprechen. Und so wie es aussieht, kommen wir auch rüber. Ups. Schaut mal, das ist eine originale Behelfsbrücke. Also man gibt sich hier wirklich Mühe, das alles realistisch aufzubauen. Und auch die Matschbedingungen sind absolut realistisch. Nur der Schnee fehlt heute. Den hatten wir ja gestern. Oh mein Gott, ist das rutschig. Ist das rutschig. So, rot bedeutet immer Mine. Und in dem Fall Sprengsatz. Schaut mal hier die Brücke. Ist sicherlich auch nicht unbedingt normal. Sogar mit Benzin arbeiten die hier. Also fühlt sich gerade nicht so gut an, hier an diesen Sprengsätzen mit Benzin lang zu gehen und dann hier runter zu sliden. Hui. So. Also das hier ist das Niemandsland. Und da vorne steht der Hetzer. So, wir sind auf jeden Fall jetzt ganz nah dran. Und es ist jetzt gar nicht mehr so kalt. So, ich gucke mal, ob ich die anderen finde. Schaut mal, Leute. Die haben hier wirklich maximal Technik aufgebaut. Das ist einfach unvorstellbar. Und wir haben auch hier wieder die Möglichkeit, im abgesperrten Bereich zu filmen. Also ihr müsst euch vorstellen, das hier ist die Lifeline, ne? Also die blaue Linie. Das ist die Lebenslinie, da vorne liegt der Sprengstoff, da vorne liegt der Sprengstoff und teilweise auch mit 2-3 Liter Benzin noch dabei. Hast du gesehen? Also das wird gleich richtig heiß. Das rumst hier gleich richtig. Ja. So, ich bin auf jeden Fall gespannt. Das wird, was wird das? Phänomenal. Phänomenal. Amazing. Also wir befinden uns hier gerade an dem Reenactment-Schlachtfeld. Auf der von euch aus rechten Seite befindet sich gerade ein Hetzer, TR-38T, und auf der von uns aus linken, also von euch aus linken Seite befinden sich gerade 3 amerikanische Panzer. Darunter müsste ein Sherman sein aus der Entfernung, ein Chaffee und entweder ein Wolverine. Ich kann es nicht ganz genau erkennen. Und ich war ja gerade mit euch schon im deutschen Camp
Und da habe ich einige Explosionen gehört. Eine Pak 38 hat gerade geschossen, ein Panzer II hat gerade geschossen und das war schon so ohrenbetäubend laut. Aber vor über 80 Jahren muss das ja noch viel schlimmer gewesen sein. Ja, vor allen Dingen, man darf nicht vergessen, wir sind jetzt hier und finden das total beeindruckend, dieses Ganze zu sehen. Damals wurden die Leute halt dazu gezwungen, weil sie es mussten. Und ja, die haben halt hier auf Leben und Tod gekämpft und deswegen muss man das immer mit zweierlei Betrachtungen sehen. Also es ist aber trotzdem total beeindruckend und ein super Event, weil man die Sache halt nicht vergessen darf. Ja. Und alleine, wenn man sich mal vorstellt, wir haben ja hier Lautstärken jenseits der 110 Dezibel bei einem Schuss. Und ihr habt ja gerade gesehen, was hier aufgebaut worden ist. Und da kann ich mir schon vorstellen, wenn man die Schlachtfelder in Kursk oder im Hürtgenwald sich anschaut, das muss ja unfassbar laut gewesen sein. Ja, vor allen Dingen, die haben das nicht einmal am Tag für eine Stunde, sondern die haben das wirklich dann rund um die Uhr. Und die Angst dabei, der Nächste zu sein, ist halt immer noch entscheidend. Ne? Das darf man nicht vergessen. Ja. Aber trotz alledem super Event. Vor allen Dingen die Arbeit, die die Jungs sich hier machen. Der Sprengmeister läuft gerade noch hier rum, verteilt die nächsten Sprengpackungen, verkabelt alles. Also es ist schon toll. Also richtig Aufwand, ne? Lohnt sich auf jeden Fall, hier mal so eine Geschichte zu besuchen. Und du hast ja aufgrund deiner familiären Historie auch schon seit Kind an Kontakt zu der Geschichte des Zweiten Weltkrieges. Ihr wart in Verdun, habt da die Schlachtfelder auch des Ersten Weltkrieges euch angeschaut. Ihr wart früher professionell Sondeln. Das werden wir in Zukunft auch wieder aufleben lassen. Und was ist für dich etwas, wo du der Nachwelt sagen möchtest, wenn sie heute an Krieg denken, worauf man besonders achten muss? Insbesondere die Jugend. Man darf auf jeden Fall nicht vergessen, dass man sich auf jeden Fall in jede Richtung bildet. Man darf nicht einfach blind links irgendjemandem vertrauen und dann drauf los auf die anderen. Man muss auf jeden Fall immer objektiv sein. Ja. Und dass sowas nicht mehr passiert, wie es damals war. Ganz genau. Das ist auf jeden Fall ein gutes Abschlusswort. Also Leute, es gibt heute viele Informationen, denen man auch schnell irgendwie verfallen kann, sei es auf TikTok, sei es auf Instagram, aber auch im TV. Glaubt nicht alles, was ihr direkt seht, sondern versucht selber an solchen Orten auch euch zu überzeugen, wie es damals war. Und glaubt mir, Krieg ist alles andere als schön. Aber wir können heute froh sein, dass wir so ein Event in Frieden erleben dürfen und auch mit verschiedenen Völkern, sei es die Franzosen, der ursprüngliche Erzfeind des Deutschen, oder mit den Belgier, also unseren damaligen Feinden, heute zusammen feiern können und dieses Event genießen können. Ja, und die Amerikaner nicht vergessen. Ne? Die Amerikaner die sind auch hier nicht vergessen, voll groß vertreten. Also ganz genau. Schaut es euch an und ja, Dankeschön. Wir machen weiter. Gefällt es dir? Ja. Ja, es hat nur so Millitracks-Vibes. Ich meine, wenn du mal die Schuhe filmst, also das ist irgendwie wie bei Millitracks und Overloon. Also, ja, ne? Da sind also Riefen, du musst von Riefen zu Riefe springen. Also, aber es ist geil, ich glaube, es wird gleich sehr spannend. Und wir sind in der ersten Reihe. Tim, wie gefällt es dir? Matschig, aber geil. Zeig mal deine Schuhe. Ah ja, okay, du hast dich aber noch bisher gut gehalten. Aber das ist dein Auto. Ja. Stimmt, aber ich habe Plastikanlagen drin. Die Westwälder? Warte, Bild, guck mal. Die Brust vom Sturm, Leute. Das ist ja geil. Der sieht irgendwie, ne? Der kommt uns doch bekannt vor. Nee, ist er nicht. Aber ist schon geil. Ja, ich gucke immer innen drin mit dem originalen Ja. So Leute, die bereiten sich gerade alle auf die Schlacht vor. Noch haben sie gute Laune, aber das wird gleich, auch wenn es Spaß ist, ernst. Ich habe mal Gotcha gespielt, also hier diese Paintball-Gewehre. Und glaubt mir, das Adrenalin, was ich damals hatte, das war schon so hoch. Das hat sich wirklich echt angefühlt. Und absolut voll. I want to take a picture. Yes. Here, both of them look in this side and then take a picture. Okay, wollen wir una Talk foto? session. pero no es para ¿no? Die bringen sich in Position. Und los geht's. Now
Also jetzt noch. So bekommt ihr mal einen Eindruck, wie das damals in etwa gewesen ist. Das ist einfach unvorstellbar. Wenn man jetzt weiß, dass die wissen, dass die jetzt jemanden oder viele Leute umbringen müssen oder sich selber, dass sie verletzt werden, beziehungsweise dass sie halt getötet werden. Die Anspannung ist unvorstellbar. Und man hat das ja nicht nur einmal gehabt, sondern es gab halt ganz, ganz viele Schlachten. Es gab auch viel Langeweile, aber in Summe ist das schon eine wirklich sehr, sehr krasse Sache. Bewegt nach unten, bitte! Links seid ihr! Bitte! Los! Bewegt euch! Dankeschön! Bitte! Los, los, bitte! Los! So, noch ein paar Nachzügler. Bitte, bewegt euch! Links seid ihr oder links seid ihr? Und er nimmt seinen Job richtig ernst. Und es geht los, Leute. Links! 2, 3, 4, links! 2, 3, Und von jung bis alt alles dabei, so wie das damals auch war. Das ist wirklich, wirklich krass, so nah dran zu sein, Leute. Leute, also ist auf jeden Fall richtig spannend. Wie ihr seht, wir bauen gerade unsere Technik auf und wir befinden uns jetzt mitten in der Live-Zone und direkt vor uns befinden sich die Sprengkörper mit Propan und, was hat er gesagt? Benzin. Und wir sind vielleicht 6 Meter entfernt. Also ich bin auf jeden Fall aufgeregt. Ihr? Seid ihr aufgeregt? Ja. Ne? Ja? Du Ich auch? schon. Du schon, ne? In die Hose gleich. Ja, ich auch. Und er ist so nett gewesen und hat uns Ohrenstöpsel mitgebracht. Die werden wir gleich auch brauchen. Hammer, Hammer. Und da kommt der Sonderkraftfahrzeug 251 mit der Pack 38. Das wird richtig krass, Leute. The big one. Attention at the line. The biggest tank of the way. How are you, my I friend? appreciate it. Ça va? Ça va? Salut. Parfait, salut. Ja.
hier. Alter, der kommt immer näher. Ich habe überall Dreck. Ey, wir stehen voll nah.
Oben? Nee. Der sagte, das Krieg explodiert. It didn't explode over there. Afterwards they're gonna have to explode it. That's the problem they had with the wires. Okay. Schade. So, Gefahrzone. Gefahrzone. Panzer.
während des Schlachtes wäre das noch Interview führen. Ja. Im Winter 1944 tobte in den dichten Wäldern der Ardennen eine der dramatischsten Schlachten des Zweiten Weltkrieges. Die Deutschen hatten eine letzte große Offensive gestartet, um die Alliierten zu überraschen und ihre Linie zu durchbrechen. Sie wollten Antwerpen erreichen, um die Armeen der Alliierten zu spalten. Inmitten dieses Chaos lag das kleine belgische Dorf Mannheim, das bald zum Schauplatz heftigster Kämpfe wurde. Am 23.12.1944 rückten deutsche Panzer und Soldaten Richtung Mannheim vor. Sie waren Teil des mächtigen 2. SS-Panzerkorps, einer erfahrenen Truppe, die schnell und entschlossen vorging. Mit ihren mächtigen Panzern, wie zum Beispiel den Tiger II, schafften sie es, die amerikanischen Verteidiger aus dem Dorf zu drängen. Die Kälte und der Schnee und die Überraschung spielte den Deutschen in die Hände. Doch die Amerikaner gaben nicht auf. Am letzten Tag schickten die Alliierten ihre besten Truppen in die Region, darunter die 82. Luftlandedivision, die für ihren Mut und ihre Entschlossenheit bekannt war. Die Kämpfe wurden härter, die Verluste auf beiden Seiten stiegen. In den engen Straßen von Mannheim und den umliegenden Wäldern krachten Panzergranaten und die Luft war erfüllt von Lärm der Maschinengewehre. Die Deutschen wollten Mannheim unbedingt halten, denn das Dorf lag an wichtigen Straßen, die sie für den Nachschub benötigten. Doch die Amerikaner bekamen Verstärkung. Am 25. Dezember, während die Welt Weihnachten feierte, kämpften die Soldaten in Mannheim weiter. Die Deutschen schafften es zunächst, die Amerikaner zurückzudrängen und die Kontrolle über das Dorf zu behalten. Doch die Alliierten ließen sich nicht entmutigen. Am nächsten Tag brachten sie zusätzliche Panzer und Flugzeuge ins Gefecht. Die Deutschen hatten zunehmend Probleme mit ihrem Nachschub, vor allem Treibstoff wurde knapp. Schließlich gelang es den Amerikanern, die Deutschen zurückzudrängen und Mannheim zurückzuerobern. Die Schlacht von Mannheim endete mit einem Sieg der Alliierten. Die Deutschen hatten tapfer gekämpft, aber ihre Offensive geriet in Stocken. Für die Amerikaner war es ein wichtiger Erfolg, denn sie hatten bewiesen, dass sie auch unter widrigsten Bedingungen standhalten konnten. Die Geschichte von Mannheim ist ein Beispiel für die Opfer und den Mut, die in diesem Krieg notwendig waren, um die Freiheit zu verteidigen. Ah, empty! Shit! Me voy a meter la lavadora entera. Just here for you. Aha. Die Platzpatronen. Die scheinen hier wertvoll zu sein. Ne? Die Leute sammeln die alle auf. Einige. Ja, ich nehme mal 2 mit. Nehmen wir 2 mit für die Kinder. Tuk. Ja. Veiligheidspunt. Van voor! Ja. Kijk jongen, ik begin te vieren, hè? No. Unglaublich. Was fetzt?
Also für uns auf jeden Fall schwierig in Deutschland nachzuvollziehen, für einige wahrscheinlich, ne? Was die Leute hier feiern. Es ist auf jeden Fall brutal laut und erschreckend zugleich. Aber ja, man kann es schon ein bisschen nachvollziehen, wo die Faszination herkommt. Ja. Es gibt ja ein Sprichwort, Krieg ist für diejenigen wundervoll, die den nicht erlebt haben. Korrekt. So, mein Gutstar. Also nachdem das Adrenalin und die Euphorie, nenne ich sie jetzt mal, runter ist, wie fühlst du dich jetzt gerade? Ja, man muss. Also es war aufregend auf jeden Fall. Ich habe es ja so noch nie erlebt. Es ist halt total beeindruckend, wenn du dir bedenkst, dass die Leute, die Schlacht ist jetzt vorbei, die Amerikaner oder die Alliierten haben gewonnen. Jetzt wäre aber der Fall, die Kollegen, die Soldaten sammeln ihre anderen Kollegen ein, die hier verwundet oder sogar gestorben wären. Und das darf man nicht vergessen. Es ist also jetzt Spaß für uns, damals war es bitterer Ernst. Schwere Verwundungen und der eine sieht seine Familie nicht mehr wieder. Das war's. Ja. Und wenn man sich das vorstellt, wir sind heute hier auf den ehemaligen Schlachtfeldern des Zweiten Weltkrieges. Aber es gibt ja heute verschiedenste Kriege. In Syrien gab es bis vor kurzem noch einen Krieg, in der Ukraine, ganz bekanntes Thema natürlich. Und wenn man sich dann heute mal überlegt, dass so Kriege aussehen können, Leute, dann sollte hoffentlich spätestens heute jedem klar geworden sein, dass sowas, ja, es passiert ja jetzt gerade, aber sowas darf sich definitiv nicht ausweiten. Also wir sind auf jeden Fall gegen Krieg und hoffen auch, dass diese Videos dazu beitragen, dass sich Krieg so nicht wiederholt bzw. so nicht weiter eskaliert. Also Leute, es gibt auf jeden Fall noch mal eine nette Abmoderation. Also wir sind auf jeden Fall begeistert von diesem Event. Und auch wenn das Wetter nicht wirklich mitspielte, das hat aber trotzdem mal einen Einblick gegeben, wie es damals 1944 im Winter oder im Frühjahr 1945 so war. Und das ist einfach kein Zuckerschlecken. Man hatte mit den Widrigkeiten des Wetters zu tun. Es ist alles aufgeweicht. Und heute waren ja nur einige ausgewählte Fahrzeuge hier. Aber damals zur Ardennenoffensive war es natürlich viel, viel mehr. Allein auf deutscher Seite 1000 mechanisierte Fahrzeuge plus Geschütze. Und ja, für uns ist jetzt Zeit, Adieu zu sagen. Falk? Ja, war schön. Ich glaube, ich werde mir öfter sowas angucken. Also sonst Mittelaltermärkte und so, immer ganz toll. Aber jetzt mit die ganze Uniform und so, also dieses Reenactment, das hat mir echt gut gefallen. Natürlich die Explosion auch. Aber ich habe vorhin schon gesagt, also in echt möchte ich das nicht erleben. Also ne, Krieg, gar nicht schön. Wenn man sich überlegt, wie die Leute da in den Löchern lagen und so, jetzt gerade auch. Und es war schon kalt, da möchte man sich gar nicht vorstellen, wie es früher war halt. Ne? Das ist echt unglaublich scheiße gewesen. Schau mal hinter dich. Ja. Und ja, aber das war ja so, diese Fahrzeuge, das sind ja die Originalstraßen, wo wir gerade laufen, wo die Schlacht war, wo die Nachschübe rangebracht wurden.
wo gekämpft wurde, das Schlachtfeld, was wir gerade gesehen haben, wo die Reenactments waren, das ist das Originalschlachtfeld von damals. Also das ist wirklich schon beeindruckend. Ja. Ne? Ja, kann man sich so im Grunde gar nicht vorstellen halt, ne? Für uns ist das alles jetzt ein Showspiel, sieht schön aus mit den ganzen Trucks, alten Fahrzeugen, als ob man im Museum ist, nur bewegt sich halt alles. Ne? Und mit den Soldaten wirkt es halt auch echt, aber richtiger Krieg auf keinen Fall. Also vor allen Dingen ist es schön, dass jetzt alle hier zusammen sind. Also so viele nette Leute, die Belgier, Franzosen, Deutsche, Niederländer waren ja auch da. Also irgendwie trotz Sprachbarriere verständigt man sich irgendwie und es ist schön einfach. Ne? Man hat ein Gefühl der Verbundenheit irgendwie. Also trotz, dass man damals Feind war halt. Ne? Und jetzt ist es einfach toll. Ja. Ja, da sagt Falk auf jeden Fall was ganz, ganz Wichtiges. Also heute sind wir die Nation, die wir vor über 80 Jahren waren, die waren damals zerstritten bis aufs Blut. Insbesondere Deutschland, Frankreich war natürlich Erzfeind überhaupt. Und heute ist einer meiner engsten Kollegen hier auf dem Schlachtfeld, hätte ich jetzt fast gesagt, einer meiner nächsten Kooperationspartner, also Rom. Auch dass wir heute leider nicht so viel Zeit haben, das tut mir natürlich leid, aber schön, dich gesehen zu haben an dieser Stelle. Und das letzte Wort darf unser Tim uns einmal sagen. Tim, du hast das letzte Wort. Ich habe das letzte Wort. Du hast das letzte Wort. Ich sag einfach mal, ich hoffe, seid gespannt auf das Video. Es wird auf jeden Fall ein Highlight werden mit diesen Aktionen, die wir da gefilmt und gesehen haben. Es wird auf jeden Fall sehr spannend. Und ja, seid gespannt auf das, was kommt. Und es werden sicherlich noch einige richtig gute Sachen von Random Life kommen. Bis dann. Ciao. Leute, wenn man schon in Belgien, Frankreich ist, jetzt habe ich ihm doch das letzte Wort weggenommen, dann muss man auch den Pizzaautomaten nehmen. Ich hoffe, die hat noch Pizza. Oh. No cash, no card. Bitte funktioniere. Touch. Ja, es geht, Leute. So, diesmal mache ich nicht den Fehler und nehme eine 4 Käse, weil die ist definitiv zu scharf. So, also wir haben eine Prosciutto, eine Capretto. Die Barbecue, die hatte ich letztes Mal, die war richtig gut. Ich glaube, ich schaffe aber gar keine ganze. So, wir müssen einmal die Language umstellen. Immer Englisch. Und ich möchte die heiß haben. So, na komm schon. Oh. So, Hot Product, Add, Continue und Confirm. Yes, baby, do it. So, er will Geld von mir, 12,50 € kriegt er von mir. So. Und jetzt, meine lieben Freunde, passiert Folgendes. Ich mache jetzt ganz kurz einen Cut und dann ist die Pizza schon fertig. Kennst du da Nordhorn? Kennst du das schon? Nordhorn? Nordhorn? Na, selbstverständlich kenne ich Nordhorn. Ja. Eno Telekom. Da kommt der Kleine näher. Ja. Oh, jetzt gibt er Gas, ne? Schön. So, just a few seconds. My baby, here's the pizza. Woo. Mach mal auf hier. Ja? Ja, zeig mal, was sie. Oh, ja, die sieht gut aus, ne? Oh, geil. Mhm, hast du? So, herrlich, oder? Richtig heiß? Ja, denke ich schon, ne? So. Leider nicht geschnitten. Darf ich dann eben ein Bild von euch machen? Selbstverständlich. Alles auf einem Fleck so, ne? Ja. Was sagst du? Nur Glück gehabt. Richtig gut, ne? Für den Pizzaautomaten super. Ja, aber das ist ja mein Jetzt kommt noch der Fury. So, mal gucken, was der für eine Geschwindigkeit hier auf Straße kriegt. Über die Straße. Mhm. Ah, der kann auf jeden Fall fahren, ne? Irre. Wirklich irre. Sonst ist vorbei. Weg. Scheiße, wie erst mit dir jetzt? Einfach mit der Hand. So? Ja, komm. Ungefähr so? Ja. Wie so ein Barbar. Ah, la. So, was sagst du? Ja. Wie bitte? Die ist richtig gut. Ja. Ach, Junge! Ja. Junge! Feuerball!
So, mal gucken, ob ich das Ding hier reinstecken kann. Wir sind angekommen und der Tim hat großen Appetit, glaube ich, oder? Tim, was? Bester Schinken hier in Belgien. Hier, der Vater fährt auch immer hier hin, um den Schinken zu holen. Da, guck mal. Den weißen? Oder? In der Netz. Ach, der direkt. Ja, willst du ja da ein Brötchen haben mit dem schönen Schinken? Wenn du auch eins nimmst? Ja, ich nehme auch eins. Ja. So Leute, und ihr müsst euch vorstellen, wir sind hier jetzt im Herzen der Stadt Bastogne. Und hier müsst ihr euch vorstellen, hier war der Widerstand der 101. Airborne Ranger. Und man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen. Ganz Bastogne wurde ja von Artillerie bombardiert. Jede Minute schlugen hier Granaten ein. Es kam keine Versorgung an. Munition ging zu Neige. Und die haben trotzdem durchgehalten und konnten Bastogne halten. Aber ich glaube, wir essen jetzt erstmal was. So, Leute, hier aktuelles Militärgerät ausgestellt. Richtig dicke Flocken. Und wie gefällt dir die Stadt in Summe? Mir? Ja. Ich konnte noch nicht so viel davon sehen bisher. Du guckst ja immer durch den Sucher, ne? So Sachen, Ja, der Falk, findest das hier? Ich Der habe gar nicht so viel gesehen. der Falk guckt ja immer durch den Sucher und hat hier dieses 2-3 Kilo schwere Ding immer dabei, ne? Was jetzt immer weiter einschneit. Ja. Non, c'est bon, d'accord, je vais aller la prendre. So Leute, es ist kurz vor Weihnachten und wir haben tatsächlich hier Winter, Wonderland und überall Girlanden und ein Friedensfest, das wir gemeinsam mit unseren ausländischen Freunden feiern können. Leute, schaut mal hier, so sah das Haus damals aus, hat hier einen Volltreffer bekommen und so sieht das Haus heute aus. Und ihr hört es vielleicht, es ist absolut still, kaum einer sagt was, weil gleich die Parade losgeht. Und alle haben natürlich eine gewisse Ehrfurcht. Es sind hier mehrere tausend Leute, vielleicht sogar 10.000 Leute. Und keiner sagt was. Das ist unglaublich. Schon fast gespenstisch. Schaut mal. Also vielleicht sogar noch krasser als zum D-Day. Und wir haben hoffentlich die Gelegenheit, bis nach ganz vorne zu kommen, dass wir die Helen Patton aufnehmen können bei ihrer Rede. Und das wäre natürlich eine wirklich tolle Möglichkeit. Da kommt die Parade jetzt gleich. Warte. Also von da aus kommt die Parade, man sieht es auch. Und die geht dann hier lang und alles abgesperrt, damit keine Anschläge etc. passieren. Und ja. Wir sind jetzt hier in Bastogne und wir warten auf das Ende von der Parade. Die kommt gleich, das sind also alles Fußgänger und die gehen dann hier vom Ende aus gehen die zu dem Monument, wo dann die Zeremonie ist. Und dann werden dann die ganzen VIPs, jeder wird dann da eine kurze Rede halten. Das heißt also Helen Patton, ich weiß nicht, ob die Susan Eisenhower hier ist und die Frau Rommel, ob die hier mit ist. Und müssen wir mal schauen. Wenn wir Glück haben, kriegen wir das alles mit und sind live dabei. Dankeschön. So Leute, wir haben mal wieder exklusive Plätze für euch reserviert. Ich zeige euch das mal. Wir sind hinter den Absperrungen und haben hier mit Falk die Möglichkeit, gleich die Parade von ganz nahem zu präsentieren.
Madame? Madame Roberta Metsola, présidente du Parlement européen, dépose une gerbe. Madame Roberta Metsola. Also wir beiden haben definitiv keinen Grund zu meckern, oder? Im Vergleich zu den Soldaten, die da standen, oder? Also Leute, es ist richtig kalt. Es ist wirklich richtig kalt, oder? Ja. Und Falk hat eher so die Zwiebelscheibentechnik. Ich habe ganz viele Schichten drunter, aber meine Hände sind kalt, ich muss die Kamera mitnehmen. Ich habe ja eher eine dicke Jacke an. Die Nase ist komplett Ja, durch. also Leute, alleine dafür könnt ihr uns auf jeden Fall mal ein Like da lassen, dass wir hier in der Kälte für uns und für euch unterwegs sind. Und jetzt hoffen wir, dass etwas ganz Großartiges noch passieren wird. Kaffee sowieso, ganz genau. Was zu essen wäre auch mittlerweile ganz gut, ne? Boah, ich habe noch gar keinen richtigen Hunger, aber Kaffee wäre mega gut. Bleibt auf jeden Fall gespannt und bleibt vor allem dran.
Im eisigen Winter 1944 kämpfte die 101. Airborne Division, die sogenannten Screaming Eagles, in den Wäldern der Ardennen. Die Deutschen hatten eine große Offensive gestartet und die Soldaten der 101. mussten eine wichtige Straße bei Manay verteidigen. Ohne ausreichende Winterbekleidung und mit knappen Vorräten bereiteten sie sich auf den Feind vor. Am 24. Dezember näherten sich deutsche Panzer. Die Soldaten gruben sich ein, richteten ihre Panzerabwehrkanonen aus und warteten. Als der erste Tigerpanzer auftauchte, eröffneten sie das Feuer. Es brauchte mehrere gezielte Treffer, aber schließlich gelang es, den Panzer zu stoppen. Die Kämpfe wurden immer heftiger. Deutsche Truppen griffen unermüdlich an, doch die Männer der 101. hielten stand. Trotz Schnee, Kälte und knapper Munition verteidigten sie ihre Stellungen. An Weihnachten starteten die Deutschen einen weiteren Angriff, aber die 101. schlug sie zurück, nutzten die engen Straßen und Wälder zu ihrem Vorteil und zerstörten Panzer im Hinterhalt. Am 26. Dezember kamen endlich Verstärkungen. Mit der Hilfe von Panzern und Flugzeugen wurden die Deutschen zurückgedrängt. Die Screaming Eagles hatten ihre Stellung gehalten und Manay gesichert. Ein entscheidender Erfolg gegen die deutsche Offensive. Die Geschichte der 101. Airborne in Manay zeigt ihren unerschütterlichen Mut und ihre Entschlossenheit, auch unter widrigsten Bedingungen. Dieses Museum in Bastogne würdigt diese Männer und deren unerschütterlichen Kampf. Willkommen zurück, meine Freunde. Und zwar sind wir jetzt gerade hier mit dem Frank. Und der Frank hat ein eigenes Modelabel, welches an die Geschichten des Zweiten Weltkrieges erinnert. Und er hat einen ganz besonderen Coin entwickelt. Und dazu wird er uns jetzt ein bisschen was erzählen. Hallo Frank. Hi. Ist eine Ehre. Es ist so, dass wir mit meiner Marke unterstütze ich gewisse Operationen der US Army. In dem Fall die 101. Airborne, welche 1944 in einem 4-tägigen Fight die Stadt Carentan befreit hat, unter vielen Opfern natürlich. Um diese Division dafür zu ehren und um die Stadt Carentan bekannt zu machen, wofür sie auch als Befreiungssymbol gilt, habe ich diesen Coin entwickelt und eine Kollektion dazu und spende die Hälfte der Einnahmen an die Foundation, die dieses Monument bauen möchte. Wir brauchen jede Unterstützung, die wir kriegen können. Wir haben die 101. Airborne, die uns dabei unterstützt, das ist auch die Stadt Carentan. Und würden uns über alles freuen, was uns dabei hilft, dieses Geld zusammenzubekommen. Auf Social Media sind wir auch vertreten. Und das ist meine Mission, diese Mission zu unterstützen. Und hat man die Möglichkeit, das online auch zu erwerben? Das ist richtig. Ich bin sowohl vertreten bei den Festlichkeiten in der Normandie. In diesen 10 Tagen Normandie ist es immer Craziness. Aber da sind wir mit unserem Stand vorhanden. Aber egal, wo ich hingehe, auch hier in Bastogne oder sonst wo, überall habe ich meine Coins dabei und erzähle die Geschichte der 101. Airborne, die weitererzählt werden muss. Und wir müssen dieses Monument bauen, ganz einfach. Vielen Dank, Frank. Gerne. Ich werde euch jetzt mal den Link zu seinem Shop einfügen und dann habt ihr auf jeden Fall auch die Möglichkeit, dieses Monument, den Bau des Monumentes zu unterstützen. Und jetzt zeigen wir noch mal ganz kurz als Stuff, oder? Yes, sir. Yeah. Kannst du das anschauen? Das wäre der Hoodie. Ja, genau. Das ist der Hoodie. Auch. Und dort Feature. Das ist Honor, Commemorate, Educate. Das heißt, unser Auftrag ist, über das Design zu kommunizieren, zu bilden und die Geschichten zu erzählen, die Leute dann haben, um das weiterzugeben. Das ist die 101. Airborne. Screaming Eagles, Airborne Operations seit 42. Vielen Dank. Gerne. Frank, ohne Witz, mega geile Story. Vielen Dank dafür. Besten Dank, viel Glück. So, mein lieber Falk, wie hat es dir bisher gefallen? Super, super gut. Bisschen Hunger habe ich, aber ansonsten, also Füße und so merke ich noch gar nicht. Ja, das kommt, glaube ich, erst im Hotel. Aber auch kein Wunder. Guck mal, wir stehen hier gerade in einer wunderschönen Bouchetterie, glaube ich, heißt das, ne? In Frankreich auf jeden Fall. Ja. Und wie hat es dir bisher gefallen? Ja, mega viele Eindrücke und Reizüberflutung. Und jetzt habe ich total Hunger, Füße tun weh. Und ich glaube, so nach und nach wird das alles erst verarbeitet. Also es ist echt ein geiles Event. War ein geiles Event, ne? Oder ist ein geiles Event. Und so, Leute, also mir hat der erste Tag auch schon richtig gut gefallen. Wir haben sehr gute Kontakte geknüpft. Den Frank haben wir kennengelernt, den Stefan. Habe ich den Stefan schon mal vorher gesehen? Ja, sicher, ne? Ja, aber durch Stefan haben wir halt auch nochmal hier
vor Ort richtig viele Leute kennengelernt. Die Eloise von Musée de Blondet habe ich heute gesehen, das erste Mal. Mit der habe ich ja schon lange geschrieben. Und wir haben ja heute die Drehgenehmigung für den Panzer erhalten. Klammer auf, hätten wir gar nicht gebraucht, aber hey, wir sind offiziell akkreditiert, immerhin. Und ich bin froh, dass ich heute den Tim und den Falk dabei habe, weil die haben mich maximal supportet mit der Kamera. Und ich zeige euch einfach mal, wie schön das hier ist, was wir hier gerade sehen. Schaut mal hier. Hier funktioniert tatsächlich der Fachhandel noch. Bei uns in Deutschland ist ja tatsächlich die Hälfte der Innenstadt mittlerweile zu. Oder ja, mit Discount-Läden, hier ist tatsächlich auch einer, deswegen ist gerade ein schlechtes Beispiel. Aber schaut mal, hier habt ihr so ein bisschen weihnachtliche Stimmung gerade und hier ging heute die Parade lang. Und wir werden jetzt den Weg runtergehen. Wir haben ungefähr noch 2 Kilometer bis zu unserem Auto, bis zu den Bastogne-Barracks. Und dann melden wir uns nochmal von da aus wieder. So, schaut mal, überall Reenactment, Leute. Vorne an dem Willys Jeep ist so ein Haken dran. Die Deutschen haben nämlich Draht aufgehangen auf Halshöhe und da haben viele die Köpfe verloren. So, fettes, überschweres Browning Maschinengewehr und er posiert gerade. Und überall sind die Schaufenster dekoriert mit dem Nazi-Event. Bitte? So Leute, und bei mir ist es eine Ente geworden. Allerdings nicht nur eine Ente, da war irgendwie alles drin, was man sich so vorstellen kann. Von Bauchspeck über eine Wurst bis hin zu irgendwelche Innereien, die habe ich allerdings nicht gegessen. Und ein Riesenberg von Bohnen. Jetzt bin ich auch müde. Also von daher, in diesem Sinne, dieses Video ist an diesem Tag zu Ende. Morgen geht es nochmal weiter. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Und ihr dürft das letzte Wort sagen. Ach so. Ja. Macht's gut, gute Nacht. Bis zum nächsten Teil. Genau, ruht euch schön aus, denn es wird noch sehr, sehr anstrengend. Oh yeah!